Menschen wechseln die Straßenseite, wenn sie ihn sehen. Ein 68 Kilogramm schwerer Cane Corso mit einem Blick, der dein Herz zum Stillstand bringen könnte. 4 Familien gaben ihn zurück. Alle sagten, er sei zu gefährlich, zu unberechenbar, zu beängstigend, um ihm in der Nähe von Kindern zu vertrauen. Aber dann tat ein 4-jähriger Junge namens Leon etwas, das niemand erwartete. Er kletterte auf dieses massive Tier und schlief ein. Und was als nächstes passierte, bewies, dass manchmal die am meisten gefürchteten die sanftesten werden. Ein 68 Kilogramm schwerer Cane Corso mit einem Blick, der erwachsene Männer zurückweichen ließ. Ein Kiefer, mächtig genug, um Knochen zu zermalmen. Und ein Ruf so beängstigend, dass 4 Familien ihn zurückbrachten. Jede einzelne behauptete, er sei zu gefährlich. Aber dann tat ein 4-jähriger Junge etwas, das eine ganze Nachbarschaft schockierte. Und was danach geschah, bewies, dass manchmal die am meisten gefürchteten Kreaturen die sanftesten Seelen haben. Sein Name war Bruno. 68 Kilo gestromter Muskel, tigergestreiftes Fell und ein Gesicht, das aussah, als gehörte es in eine Gladiatorenarena. Wenn Bruno die Straße entlang ging, wechselten Menschen auf die andere Seite. Wenn er bellte, schlossen sich Fenster. Wenn er dich ansah, fühltest du es in deiner Brust. Einmal nach 6 Tagen zurückgegeben. Die Familie sagte, er sei zu einschüchternd. Ein zweites Mal nach 14 Tagen. Sie behaupteten, seine Größe erschrecke ihre Verwandten. Die 3. Familie hielt 9 Tage durch, bevor sie ihn mit zitternden Händen zurückbrachte. Die 4. schaffte nicht mal eine Woche. Sie setzten ihn um 5:30 Uhr morgens an einem Samstag mit nur einem Satz: „Wir können ihn nicht in der Nähe unserer Kinder haben." Also Leute, würdet ihr einen solchen Hund in der Nähe eures Kindes zulassen? Bruno verbrachte 743 Tage in einem Betontierheim. Er sah zu, wie kleinere Hunde in Stunden ein Zuhause fanden. Er sah Welpen mit Familien gehen, bevor ihre Augen überhaupt offen waren. Er sah die Hoffnung jeden einzelnen Tag an seinem Zwinger vorbeigehen und nie anhalten. Manche Hunde zerbrechen. Bruno tat es. Er hörte auf, Besucher zu begrüßen. Er hörte auf, zu versuchen, freundlich auszusehen. Er lag einfach nur da, massiv und allein, und wartete auf absolut nichts. Hier ist, was die meisten Menschen über Cane Corsos nicht wissen. Sie wurden in Italien als Wachhunde für Anwesen gezüchtet, Beschützer von Familien und Eigentum. Ihre Loyalität ist keine Wahl, sie ist ihre gesamte Existenz. Aber wenn du so viel Loyalität hast und niemanden, dem du sie geben kannst, das ist kein Hund, das ist eine Tragödie. Stefanie und Thomas suchten keinen Cane Corso. Sie hatten einen 4-jährigen Sohn namens Leon, der Dinosaurier liebte, Superhelden und alles, was ihn zum Lachen brachte. Thomas wollte einen Golden Retriever, etwas Berechenbares, etwas Sicheres. Aber Stefanie ging an Brunos Zwingerbox vorbei und erstarrte. »Warum sieht er so gebrochen aus?« fragte sie. Die Tierheim-Mitarbeiterin atmete langsam aus. »Das ist Bruno. Er ist seit über 2 Jahren hier. 4 Familien kamen nicht mit ihm klar. Die meisten Menschen haben Angst vor ihm.« Thomas packte Stefanies Hand. »Schatz, wir haben Leon. Wir können nicht so einen Hund nach Hause bringen.« Aber Stefanie kniete sich vor die Zwingerstäbe und zum ersten Mal seit Monaten hob Bruno seinen enormen Kopf. Er knurrte nicht, er sprang nicht, er schaute sie nur mit Augen an, die sagten: »Ich bin so müde, allein zu sein.« »Wir nehmen ihn mit nach Hause«, sagte Stefanie. Thomas dachte, sie hätte komplett den Verstand verloren. Die Tierheim-Mitarbeiter dachten, sie sei entweder unglaublich mutig oder gefährlich naiv. Die ersten 3 Wochen waren brutal. Bruno zuckte zusammen, wenn Türen zuschlugen. Er lief nachts unruhig hin und her. Als Stefanies Schwester mit ihren Kindern kam, ließ Brunos Bellen sie weinend zum Auto rennen. »Stefanie, das funktioniert nicht«, sagte Thomas. »Was, wenn er Leon verletzt?« Aber dann passierte etwas Unerwartetes. Leon spielte auf dem Boden. Bruno lag in der Ecke. Leon gähnte, rieb sich die Augen und krabbelte zu Bruno hinüber. Thomas sprang auf. Stefanie keuchte. Aber Leon kletterte einfach auf Brunos Rücken, legte seinen Kopf auf den massiven Körper und schloss die Augen. Bruno bewegte sich nicht. Er zückte nicht. Er drehte nur seinen Kopf, um diesen winzigen Menschen anzusehen. Dann senkte er sanft seinen Kopf zurück und schloss ebenfalls die Augen.
Von diesem Moment an waren sie unzertrennlich. Bruno wurde Leons Schatten. Er hatte nur Augen für den kleinen Jungen. Warnungen kamen von überall. Keine Corsos sind unberechenbar. Du bringst deinen Sohn in Gefahr. Aber Stefanie und Thomas vertrauten Bruno. Krass, oder? Ich sehe schon, ihr schaut noch zu, aber habt noch nicht abonniert. Drückt auf Abonnieren. Ihr wollt sehen, wohin das führt. Jeden Tag kam Leon vom Kindergarten und rannte zu Bruno. Sie spielten im Garten, schauten Zeichentrickfilme. Mittags kletterte Leon auf Bruno und schlief innerhalb von Minuten ein. Keine Corsos gehören zu den intelligentesten Wachhunderassen. Bruno verstand, dass Leon seine gesamte Welt war. Wenn Leon lachte, wedelte Brunos Schwanz so heftig, dass er Möbel umstieß. Wenn Leon weinte, drückte Bruno seinen Kopf gegen die Brust des Jungen und summte. Wenn Fremde im Park zu nah kamen, stellte sich Bruno vor Leon. Kein Knurren, nur Präsenz. Derselbe Hund, den niemand wollte, war zum besten Freund geworden. Leon packte Brunos Gesicht, drückte seine Wangen zusammen und kicherte. Geschichten wie diese verdienen es, erzählt zu werden. Wenn ihr gerade etwas gefühlt habt, seid ihr genau die Menschen, für die wir diese machen. Aber der Moment, der alles veränderte, geschah in einer Märznacht. Leon war 4,5. Es war 3:22 Uhr nachts. Bruno bellte. Tief, dringend, ohne Pause. Thomas rannte zu Leons Zimmer und fand Bruno über Leons Bett stehend, den Jungen anbellend. Leons Lippen waren blau, er atmete nicht richtig, sein Körper zitterte. Thomas schnappte sich Leon, Stefanie rief die 112 an. Bruno folgte ihnen zum Auto, weigerte sich, Leons Seite zu verlassen. Die Ärzte sagten, Leon hatte eine schwere allergische Reaktion. Seine Atemwege schlossen sich. Hätten sie 15 Minuten länger gewartet, hätte es tödlich sein können. Bruno hatte sein Leben gerettet. Derselbe Hund, den niemand wollte, war zum Grund geworden, warum ihr Sohn noch atmete. Als sie vom Krankenhaus kamen, setzte sich Thomas neben Bruno. Er schlang seine Arme um den 68-Kilo-Wächter und brach zusammen. »Du warst nie das Problem«, flüsterte er. »Du hast nur auf ihn gewartet.« Bruno lehnte sein Gewicht gegen Thomas. Nach 4 Ablehnungen, 743 Tagen im Tierheim, sah ihn endlich jemand für das, was er wirklich war. Ein Beschützer. Heute ist Leon 6, Bruno ist 8. Sie machen Mittagsschlaf auf die gleiche Weise. Sie haben passende Superheldenumhänge. Jede Nacht überprüft Bruno Leons Zimmer, bevor er sich vor seiner Tür hinlegt. Dieser Betonzwinger, in dem Bruno 743 Tage verbrachte, jetzt eine Erinnerung. Denn manchmal werden die, vor denen wir uns am meisten fürchten, zu denen, die uns am stärksten lieben. Nicht alle Wächter tragen Rüstungen. Manche haben gestromte Felle, mächtige Kiefer und ein Herz, das nie aufgehört hat zu hoffen. Habt ihr einen Hund, vor dem andere Angst haben, von dem ihr wisst, dass er sanft ist? Teilt eure Geschichte in den Kommentaren.